Willkommen bei J-Point Systems zu Folge 7.1 unserer Retro-Bastelei und damit zu einem schnellen Upgrade-Snack zu unseren legendären Silvesterkrachern. Für alle, die die Folge 7 noch nicht oder nicht mehr auf dem Schirm haben, eine kleine Zusammenfassung. Wir haben eine Zeitreise in das Jahr 2006 unternommen, konkret zum Jahresende, und konnten bewundern, was unser Core-2-Quad Q6600 in Verbindung mit einer Nvidia GeForce 8800 GTX und 4 GB DDR2 1066er RAM so auf den Bildschirm zaubern. Grundsätzlich ist diese Zusammenstellung schon ziemlich gut und es gibt eigentlich keinen Grund, hier noch Hand anzulegen, doch mein innerer Monk möchte das noch ein bisschen perfektionieren. Denn der verbaute Q6600 kam nicht im Jahr 2006, sondern im Januar 2007 raus und das ist für mich Anlass genug, nachträglich etwas anzupassen. Wir nehmen nun einen Core 2 Extreme QX6700 mit 2,66 GHz, der im November 2006 erschien, nur wenige Tage vor unserer 8800 GTX. Besser geht's fast nicht. Der QX6700 hat zwar nur 266 MHz mehr im Gepäck und mit Sicherheit nicht den Kultstatus eines Q6600, allerdings handelt es sich dabei um Intels ersten Quad-Core für Heimanwender und der verfügt sogar über einen offenen Multiplikator. Damit lässt sich nochmal ein bisschen was rauskitzeln und wie weit wir damit kommen, das sehen wir dann. Das Ganze hat natürlich einen Haken. Aufgrund des B3-Steppings sind dem Overclocking deutlich engere Grenzen gesetzt und die thermische Verlustleistung beträgt bereits im Standardtakt stolze 130 Watt. Ja, wenn ich schon solche Korrekturen vornehme, dann nehme ich auch die damit einhergehenden Widrigkeiten in Kauf. Allerdings gibt es dafür eine Lösung. Zwar könnten wir einfach die CPU tauschen und uns überraschen lassen, doch der Skype Shuriken B ist lediglich für eine TDP von 95 Watt konzipiert und das ist mir für den Dauerbetrieb zu risky. Deshalb gibt es rein vorsorglich auch einen neuen Kühler. Der Skype Mugen 2 ist für eine TDP von bis zu 130 Watt spezifiziert und kühlt das locker flockig weg. Allerdings muss ich schauen, welche Einbauposition ich verwende und wo ich den Lüfter platziere, da das doch ein ziemlich großer Trümmer ist und im Zweifel mit unseren riesigen OCZ Reaper Modulen kollidiert. Mal schauen, wie ich das löse. Dann kümmere ich mich mal geschwind darum und bis gleich. Willkommen im November 2006. Der Prozessor wurde ersetzt und der Kühler verlangte mir ein wenig Kreativität ab, denn der Mugen 2 gehört in so einem Setup einfach quer verbaut. Alles andere sieht scheiße aus. Allerdings kollidiert dann der Standardlüfter mit den Speichermodulen. Also schnappt man sich den alten Shuriken B, nimmt den 100er Lüfter samt Klammern ab, packt ihn auf den Mugen 2 und versetzt die DIMMs um einen Kanal. Der Lüfter passt perfekt, steht nicht über und kühlt fast genauso gut wie das Original. Da der Kühlblock am Sockel nun nicht mehr direkt umströmt wird, sind die Temperaturen minimal höher. Nicht ideal, aber auch keine Katastrophe. Dann hämmer ich wieder mein Passwort ein. Als ob ich hier irgendwas zu verbergen hätte. Dann schauen wir auf die Benchmark-Ergebnisse und den Anfang macht der 3D Mark 05. Beim letzten Mal erreichte unsere Zusammenstellung mit dem Core 2 Quad Q6600 14.900 Zähler und das war insgesamt eine ziemlich gute Leistung. Mit unserem Core 2 Extreme QX6700 erreichen wir jetzt 17.100 Punkte. Eine starke Leistung für Ende 2006. Allerdings wird unser Prozessor nicht im Standardtakt betrieben, sondern mit 12x266 bzw. 3,2 GHz, was einer nominalen Taktsteigerung von 20% entspricht und sogar 30% über dem Core 2 Quad liegt. Im Grunde genommen geht hier noch mehr, aber dazu sage ich nachher noch was. Zeit für einen Vergleichswert. Schon in der letzten Folge haben wir den QX6800 bei 3,46 GHz gesehen und mit 17.600 führt er weiterhin das Ranking an. Weiter geht's mit dem 3D Mark 06 und hier hatten wir im letzten Video 11.900 3D Marks.
Nach dem Upgrade zaubert unsere Kiste nun einen Score von 13.000 Punkten und kann den Vorsprung zum übertakteten Dual-Core weiter ausbauen. Damit erreichen wir ein Leistungsniveau, das Ende 2006 nur wenige Systeme bieten konnten. Zum Abschluss gucken wir wieder auf SI Software Sandra 2007 und beginnen mit dem Arithmetik-Benchmark. Unser Core 2 Extreme skaliert vorbildlich und erreicht ein Drittel mehr als unser Volksquad-Core. Im Multimedia-Benchmark ist es genau das gleiche und die Performance steigt proportional mit dem Takt. Es folgt noch der obligatorische Blick auf die Speicherbandbreite. Und da bleibt alles beim Alten. Ja, damit ist der Pflichtteil erledigt und das ging diesmal relativ flott. Dann wagen wir uns wieder an die Spieletests. Wir kramen nochmal einen zeitlich passenden Vergleichstitel hervor, beginnen mit Just Cause und schauen, was sich das Spiel aus dem Upgrade so macht. Es folgt der obligatorische Blick in die Grafikeinstellungen. Die Auflösung beträgt dank Startparameter wieder 1080p und alle Settings sind auf hoch gestellt. Und dann legen wir einfach mal los. Signora Liefano, mein Mann hat nur wenig Zeit. Sein Kalender ist voll. Bitte lassen Sie ihn nicht warten. Ja, wir erzählen jetzt über 70 Frames und das ist gegenüber dem letzten Mal eine Steigerung von Pi mal Daumen 10 bis 15%. Das entspricht so ziemlich genau dem, was uns auch die 3D-Benchmarks in Aussicht gestellt haben. Jetzt kann sich unsere 8800 GTX nochmal ein bisschen entfalten, wird aber weiterhin vom Prozessor limitiert. Was ist denn jetzt los? Hat sich der Treiber festgefahren oder was? Na, dann machen wir halt ein Reset. Ach, hör auf. Echt jetzt? Hat sich jetzt echt die scheiß Grafikkarte verabschiedet oder was? Boah, deine Mutter hat ein Problem festgestellt. Ja, sieht ganz so aus, als ob unsere Nvidia-Karte gerade das Zeitliche gesegnet hat. Dann mache ich mich mal kurz an den Austausch. So ein Scheißdreck, echt. Am selben Abend, nur später. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumprobiert und getestet und hatte zwischendurch sogar kurz Hoffnung, doch unsere Legende hat es wohl hinter sich. Und jetzt ist die XFX-Karte verbaut, die ich damals bei der Hardware-Vorstellung gezeigt habe. Und hier ist nochmal unser sterbender Schwan. Ja, tut mir zwar immer ein bisschen leid drum, aber das bleibt bei so alter Hardware leider nicht aus. So ein legendäres Stück Technik hat meiner Meinung nach jedoch einen würdigen Abschied verdient. Ich habe hier irgendwo noch eine Wunderkerze rumliegen. Die fummel ich mal kurz daran und dann gedenken wir ihr in einer gemeinsamen Schweigeminute. Rest in peace, 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 peace. Komm gut über die Regenbogenbrücke, Kleines. Gut, bevor wir hier in kollektive Trauer verfallen, machen wir weiter.
Ich habe jetzt offen gestanden ein bisschen Angst, nochmal Just Cause zu starten. Nicht, dass es gleich die nächste Karte niederreißt. Wir springen nochmal geschwind in die Einstellungen, um sicherzustellen, dass alles beim Alten bleibt. Dann wollen wir nochmal. Signalwarnung. Mein Mann hat nur wenig Zeit. Sein Kalender ist voll. Bitte lassen Sie ihn nicht warten. Ja, die Performance bleibt, welche Überraschung, gleich, obwohl es zwischen den einzelnen Karten schon mal kleinere Unterschiede geben kann, je nachdem wie weit die Boardpartner von Nvidias Referenzwerten abgewichen sind. Die Taktraten sind hier jedenfalls identisch. Und jetzt, wo ich mich gerade selbst reden höre, fällt mir wieder ein, dass das gar keine Karte von XFX ist, sondern von MSI. Nur der Kühler stammt von einer XFX-Karte. Ich habe damals nämlich kreuz und quer locker ein halbes Dutzend teils ungetestete G80-Karten gekauft, weil es die Dinger für jeweils 10 bis 20 Euro gab. Und da waren 2 defekte Karten dabei, eine funktionierende mit einem kaputten Aftermarket-Kühler und die habe ich dann umgebaut. Und unsere Karte mit Zahlmann-Kühler, die vorhin den tragischen Heldentod gestorben ist, habe ich bereits so erworben. Das dürfte auch die erste Karte sein, die jemals bei mir an Altersschwäche gestorben ist. Dabei hatte ich die Karte erst noch vor ein paar Wochen in der Hand, habe die Wärmeleitpaste ersetzt und alles und dann sowas. Zuerst ging ich davon aus, dass es an Staub oder einem schlechten Kontakt lag, schließlich gab es nach einem erneuten Einbau keine Artefakte mehr. Doch sobald die Karte eine Weile unter Last lief, stutzte sie reproduzierbar ab. Einmal waren nach einem Neustart sogar Geisterbilder zu sehen und dann ist die Sache eigentlich klar. Entweder hat sich ein Speicherchip verabschiedet oder ein paar Lötverbindungen sind platt und letzteres würde mich nicht wundern. Denn genau zu der Zeit stellte man zur Erfüllung neuer Umweltauflagen auf bleifreies Lot um, aber das Verfahren war seinerzeit noch nicht ganz ausgereift. Und so sind viele G80-Karten reihenweise an schlechtem Lot zugrunde gegangen. Doch nicht nur Desktop-Grafikkarten, auch etliche Notebooks mit GeForce 8000 GPUs sind zwischen den Jahren 2007 und 2010 aus dem gleichen Grund verendet. Damit hat Nvidia den OEMs mal so richtig vor die Tür geschissen, denn was als Serienproblem begann, entwickelte sich binnen weniger Monate zu einem wirtschaftlichen und juristischen Flächenbrand. Hersteller wie beispielsweise Apple, Dell und Hewlett-Packard hatten plötzlich mit Rückläufern im Palettenmaßstab zu kämpfen und legten weltweite Austauschprogramme auf. Der Skandal kostete Nvidia geschätzte 200 Millionen US-Dollar und hinterließ bei allen Beteiligten einen erheblichen Image-Schaden. Zwar gibt es keine genauen Ausfallzahlen, doch die Dimension des Problems war so gravierend, dass es als Bumpgate in die IT-Geschichte einging. Und jetzt gleiten wir mal runter in die kleine Stadt und hoffen, dass nicht wieder irgendein Baum im Weg rumsteht. Hallo Amigo, hoffentlich genießen. Ja, sehr schön. Unser Protagonist lebt, unsere Grafikkarte lebt, das Spiel läuft einwandfrei und dann geht es wieder zurück auf den Desktop. Dann gucken wir uns noch einen weiteren Vergleichskandidaten an und drehen nochmal eine Runde in Race Driver Grid. Hallo Raudi, dein Wagen steht für dich bereit. Wir schauen wieder in die Optionen.
Wir fahren wieder in Full HD und gegenüber dem letzten Mal ist alles unverändert. Ich möchte mal vorsichtig behaupten, dass wir dank des Wechsels vom Core 2 Quad auf den Core 2 Extreme sowie moderate Übertaktung ebenfalls ein Plus von 10 bis 15% bewundern können. An dieser Stelle vielleicht noch ein kurzes Wort zum Prozessor. Unser QX 6700 läuft ja aktuell mit 3,2 GHz und theoretisch ginge da noch mehr, allerdings habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Meine 3 treuen Zuschauer wissen, dass ich da eher konservativ eingestellt bin. Schließlich hat die Hardware fast 20 Jahre auf dem Buckel und ich möchte das Zeug schon noch ein bisschen behalten und nicht einfach verheizen. Insbesondere da die alten Core 2 Extremes zunehmend seltener und teurer werden, während man den alten Core 2 Quad immer noch für einen Fünfer hinterhergeschmissen bekommt. Die CPU wird im Moment mit 1,36 Volt betrieben und läuft rock solid. Weniger dürfte es aber nicht sein, sonst kommt es zu Freezes. Damit bewegen wir uns nur knapp oberhalb der Standardspannung von 1,3 bis 1,34 Volt und unterhalb der Grenze von 1,4 Volt, die für den Prozessor als langfristig unbedenklich gilt. Und die Temperaturen sind selbst nach stundenlanger synthetischer Volllast mit maximal 60 Grad im dunkelgrünen Bereich. Selbstverständlich habe ich auch eine höhere Multiplikatorstufe ausprobiert und die CPU auf 3,46 GHz gebracht. Allerdings muss dafür auch die V-Core deutlich angehoben werden. Erst ab 1,48 Volt war ein vollständig stabiler Betrieb möglich, womit wir bereits an der Maximum-VID von 1,5 Volt kratzen, die auf Dauer alles andere als gesund ist. Abgesehen von der Temperaturentwicklung, bei der dann locker nochmal 10 bis 15 Grad dazukommen, wo wir wieder beim Thema Elektronenmigration wären, die den Prozessor erheblich schneller altern lässt und letztendlich killt. Nach der Grafikkarte würde ich gerne darauf verzichten. Und wegen 266 MHz mehr, das steht für mich in keinem Verhältnis. Klar, ich könnte auch über den Frontset-Bus gehen und da versuchen, noch ein bisschen was rauszukitzeln, aber unterm Strich würde sich kaum etwas ändern. Egal wie man es dreht und wendet, der Grenzwert ist bei knapp 3,5 GHz erreicht. Außerdem gibt es dann noch das Phänomen des FSB-Straps, welches typisch für Core-2-Plattformen war. Diese Straps sind quasi die Taktkorridore, bei denen das System sauber arbeitet. Gängig sind 200, 266, 333 und 400 MHz und innerhalb derer werden jeweils optimale Teiler- und Latenzparameter definiert. Doch zwischen diesen offiziellen Systembusgeschwindigkeiten beginnt die Grauzone und eine Reise durch das Unbekannte, da die FSB-Straps nicht linear verlaufen. Der Chipsatz betreibt dann nämlich Kaffeesatzleserei und reimt sich irgendwas Wildes zusammen, was meist zu schlechteren Timings, Leistungsverlusten und teilweise Instabilitäten führt. Und genau deshalb ist das aktuelle Setup, so wie es gerade dasteht, mit 12×266 optimal austariert und trifft genau den Sweet Spot zwischen Leistung und Langlebigkeit. Die Performance ist jedenfalls mehr als zufriedenstellend und dann bringen wir die Runde mal zu Ende. Sehr gut. 3,34. Ja, ich weiß, das geht besser, aber erster ist erster. Und dann beenden wir das mal wieder. Dann schauen wir uns als nächstes einen Titel an, der zeitlich perfekt zu unserem System passt und im letzten Upgrade-Snack unsere Kiste gewaltig ins Schwitzen brachte. Die Rede ist von Stalker Shadow of Chernobyl.
Wir gucken mal in die Optionen. Diesmal ist die dynamische Beleuchtung aktiviert. Die Auflösung beträgt selbstverständlich 1080p und bis auf Anti-Aliasing und Lichtreichweite ist alles voll aufgerissen. Und dann starten wir mal. Also, Gezeichneter, ich habe dich gerettet und werde gar nicht erst... Privet, Tavaris Sidirovic. Im Übrigen sind der Prozessor und der Kühler nicht das einzige Upgrade, das unser PC erfahren hat. Auch die Festplatte wurde getauscht. Denn die angepasste Spieleauswahl erfordert deutlich mehr Kapazität, weshalb hier jetzt ein 250 GB Modell seine Runden dreht. Das gleiche Problem hatte ich auch bei 2 weiteren Upgrades. In Folge 1.2 ging es beim K6-3-Aufbau von 6,4 auf 20 GB und in Folge 6.1 wurde die alte 160 GB Platte aus dem System hier weitergereicht, weil 80 GB einfach zu wenig waren. Und jetzt gehen wir mal raus auf ein Schwätzchen mit Wolf und schauen uns Stalker in seiner ganzen Pracht an. Komm hierher, wir müssen uns unterhalten. Leute, ich schicke jemanden zu euch, also macht euch bereit. Also gegenüber dem letzten Upgrade-Snack ist der Unterschied schon deutlich. Zwar steigen die Frameraten gerade einmal um ca. 20%, allerdings dürfen wir dabei nicht vergessen, dass sich die Rechenlast für die Grafikkarte mindestens verdoppelt hat. Denn wir sind jetzt in Full-HD-Auflösung unterwegs und setzen auf dynamische Beleuchtung, die dem Spiel nun deutlich mehr Tiefe und Stimmung verleiht. Unserem High-End-PC entlockt das gerade mal ein müdes Lächeln, während die 7800 GTX bei diesem Preset nur noch leise um Gnade fleht. Ja, ich habe es getestet und das war nicht schön. Beruhig dich, Mann. Ich erzähl dir, wie das hier läuft. Das brauchst du nicht, Bliat, denn jetzt erzähle ich dir, wie das hier läuft. Мы возвращаемся в Windows. So oder so ähnlich. Gut, dann kommen wir langsam zum Ende und schauen uns zum Abschluss noch ein Spiel an, das zwar zeitlich wieder ein wenig davon galoppiert, aber trotzdem ganz gut zum System passt. Far Cry 2 kam im Oktober 2008 raus und reiht sich in jene Titel ein, die damals komplett an mir vorbeigegangen sind. Traditionell werfen wir wieder einen Blick in die Optionen. Die Auflösung beträgt 1920 x 1080 und alle Einstellungen sind auf höchstmöglicher Stufe. Und dann beginnen wir einfach mal. Auch wenn der Titel nach heutigen Maßstäben etwas altbacken wirkt, sieht das trotzdem noch überraschend gut aus. Gerade die atmosphärische Beleuchtung und Schattenprojektion sowie der dynamische Tag-Nacht-Zyklus mit realistischen Sonnenständen und wechselnden Wetterbedingungen bilden den visuellen Rahmen für die immersive Spielwelt. Vielleicht war Far Cry 2 seinerzeit nicht das schönste Spiel, aber technisch sehr ambitioniert. Denn mit der neu entwickelten Dunya Engine wurde eine Open World geschaffen, die für ihre Zeit sehr organisch wirkte. Beispielsweise gab es eine dynamische Feuerausbreitung, die auf Wind und Umgebung reagierte und damit zum taktischen Werkzeug wurde. Das war ein Novum. Auch die Vegetationsphysik erreichte eine neue Qualität. Die Pflanzen reagierten fortan nicht nur auf Bewegung und verformten sich, dank des Realtree-Systems wuchsen sie sogar nach.
Das heißt, nach einer flächendeckenden Brandrodung blieb nicht etwa ein verkohltes Areal zurück, sondern die Landschaft regenerierte sich sukzessive. Auch dieses systemische Umweltverhalten war einzigartig. Dazu gesellen sich noch einige Elemente, die das Gameplay deutlich realistischer machten. Abgesehen davon, dass unser Protagonist an Malaria erkrankt ist und man sich um regelmäßige Medikation kümmern muss, gab es auch einen dynamischen Fahrzeug- und Waffenverschleiß, der nicht nur kosmetischer Natur war. Zudem agierte die KI lebendiger und reaktionsfähiger als je zuvor und es gab ein Reputationssystem, welches ebenso Auswirkungen auf das Angriffsverhalten der Gegner hatte, was das Ganze noch glaubwürdiger erscheinen ließ. Umso erstaunlicher, dass das Spiel auf unserem angestaubten System so gut läuft. Mit soliden 30 Frames bei diesem Preset kann man nicht nur von hübsch, sondern auch von spielbar reden. Denn Far Cry 2 war kein klassischer Hardwarefresser, sondern skalierte außergewöhnlich gut und machte selbst auf älteren Systemen keine schlechte Figur. Alles in allem kann man mit der Performance hier zufrieden sein und ja, das sieht schon schick aus. Und dann machen wir den Sack für heute zu. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und ich hatte meinen Spaß daran, hier nochmal ein bisschen rumzubasteln. Zwar fällt das Upgrade eher moderat aus, wird von den Spielen aber insgesamt dankend angenommen. Damit haben wir nun das Beste, was 2006 zu bieten hatte und das System würdig vollendet. Das war heute die letzte Aufrüstsession und jetzt wage ich mich an das letzte Projekt. Bis dahin, macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.